Hey Morgen Leute, hier ist Mutansen. Hi, wieder aus dem Urlaub. Ich Move von VR und ich wollte heute eine interessante Sache zeigen. Ich habe nämlich eine der ersten AR-Anwendungen für die Pico 4 hier. Ja. Wir hatten nämlich tatsächlich die letzten Tage, wir sind ja in der Regenzeit hier in Indonesien. Ja. Die letzten Tage hatten wir Regen, also sitzt man auch ein bisschen in der Bude und wartet. Aber wenn man dann hier mitten in den Raum sich eine riesen Leinwand projizieren kann, ist das doch eine ganz nette Geschichte, oder? So, das ist nämlich das Tool, was ich euch heute mal zeigen wollte. Also tatsächlich, das funktioniert hier im Pass-Through der Pico 4 und das ist schon mal eine Ansage, denn hier ist ja der Pass-Through, hier ist hochauflösender und hat Farben und durch die reale Welt zu gucken, in dem Modus und dann tatsächlich hier ein Bild projizieren zu können, ist schon ziemlich abgefahren. Ja, das macht einen sehr guten Eindruck. Ich weiß es nicht, es kann sein, dass es im Video bei euch hier ein bisschen wackelt, habe ich mal beobachtet. Bei mir ist das Bild an der Wand jetzt hier rock solid, ja, das ist einfach festgeklebt und ja, steht da rum. Ja, hier bin ich selber. Hallo. Und das wollte ich mal zeigen. Das ist nämlich ein ganz interessantes Tool. Das hat ein junger Mann gemacht. Und der hat auch noch andere Sachen gemacht. Wir gucken uns das mal an. Das ist nämlich tatsächlich jetzt ein YouTube-Video, aber blub, das ist ein ganz normaler Browser. So, das ist jetzt einfach zum Beispiel die Google-Suche. Aber ich zeige euch erstmal, was man mit dem Browser machen kann. Der wird jetzt nämlich einfach geradeaus projiziert. Ihr kennt das ja, ihr könnt die Blickrichtung der Pico, wenn ihr auf die Kreistaste drückt und gedrückt haltet, arretieren. Ich habe die jetzt geradeaus eingestellt. Ich könnte das Bild wahrscheinlich auch hier im Garten projizieren. Aber ich fand es jetzt eigentlich ganz nett hier an der Wand. So, zack. Und dann steht es da rum. Ich kann aber auch, wenn ich das hier anklicke, die Skalierung nehmen. Ja, es geht richtig groß. Wow. Oder die Distanz. Ja, ich habe es jetzt ungefähr so eingestellt, dass es hier an der Wand klebt in unserem kleinen Bungalow. Das geht natürlich noch weiter weg. Also wenn ihr einfach draußen sitzt und im Himmel eine riesen Leinwand haben wollt, dann geht das auch. Eher bei Dämmerung, aber ja. Wir können es auch hier einfach grabben und rumschieben. Das geht auch so. Und ich sag mal dann. Okay, und dann funktioniert es halt wie immer. Ne? Hier ist eine kleine Tastatur auch eingebaut. Der Browser ist sehr simpel. Ne? Das ist jetzt kein High-End-Ding. Ich gebe mal MoStyle TV ein. Ich habe übrigens auch mal spaßeshalber versucht, Netflix anzugucken. Da komme ich zwar in Netflix rein, TV, blab, aber, ja, und der zeigt mir auch die Vorschau-Videos, aber die eigentlichen Videos wollte er nicht zeigen, da gibt's eine Fehleranzeige. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich gerade hier in Indonesien bin oder an was anderem. Also die YouTube-Videos klappen, kann man mal ein bisschen selber rumprobieren. Ich finde es auf jeden Fall eine nette Geschichte, vor allen Dingen, weil das halt es ist die zweite Anwendung, muss ich ehrlich sagen, die ich jetzt sehe, die tatsächlich den Pass-Through-Modus der Pico 4 benutzt, zusammen mit irgendeiner Anwendung. Also es funktioniert schon. Auf MetaQuest ist das ja mittlerweile schon gang und gäbe. Ja, benutzen das auch ein paar Spieler. Ich bin nicht darüber informiert, wie sehr das jetzt im SDK, also in der Entwicklungsumgebung der Pico schon verarbeitet ist. Aber offensichtlich kommen die Entwickler, wenn sie wollen, schon ran an das Thema. Ja, also können mit dem Pass-Through und projizierten Sachen arbeiten. Das hier ist übrigens mein 3D-Portfolio. Ja, also so Sachen, die ich gearbeitet habe in den letzten Jahren. Ah, hier, Louis Vuitton. Da muss ich mal Isa zeigen mit der Tasche. Steht auch auf Taschen. Also, ihr könnt ganz normal hier im Web browsen und den Kram machen und im Idealfall euch dann irgendwie ein YouTube-Video angucken, während ihr gleichzeitig auf der Terrasse sitzt und einen Drink nehmt. Finde ich ganz nice. So, wie das Ganze funktioniert, wie man das aufruft, das zeige ich euch jetzt auch mal. Wir gehen jetzt mal zack in die Pico rein. Und hier habe ich jetzt einen Webbrowser offen, ja. Das ist die Website EGIO. Hier sieht man auch schon den XRB-Browser. Und von dem jungen Herrn ist übrigens noch Treadmill, kommen wir gleich zu, zeige ich euch auch mal. Das Ding kostet 3,99, ja. Also hier meldet man sich an. Das könnt ihr sogar direkt in der Pico alles machen. Und dann klickt man an und kann, wenn man das bezahlt hat, dann hier direkt runterladen. Auch direkt in der Pico einfach hier runterladen. Moment. Seht ihr, da habe ich es runtergeladen und dann gesagt, öffne mir das APK, dann installiert er das. Und dann kann man es hier in dem Spezialmenü unbekannt aufrufen. Ja, ihr seht schon, ich habe hier mehr Zeug. Ich denke mal, da kommen noch ein paar spannende Videos demnächst. Außerdem von demselben Herrn ist Treadmill. Und das ist interessant. Ich habe leider kein Laufband zu Hause. Ja? Wir haben keinen Home Trainer oder sowas. Aber hier könnt ihr jeden Home Trainer, also so ein
Laufbandding. Einfach benutzen, dann die Pico aufsetzen und das connecten. Dann rennt ihr nicht mehr in eurem Zimmer rum, sondern, keine Ahnung, was das hier ist, im Regenwald. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Auch das Ding ist kostenpflichtig, momentan aber 30% off. Und wie gesagt, ich mache euch mal einen Link direkt zu den Sachen, dann könnt ihr da direkt hinspringen. Ja. Ist ziemlich cool. Ich finde es echt eine nette Geschichte. Falls ihr es noch gar nicht mitgekriegt habt, ja, man kann mittlerweile auch SideQuest auf der Pico installieren. Wollen wir auch mal zeigen. Hier, das ist momentan in Version V1.19. Den GitHub-Link würde ich euch auch mal reinlegen. Da könnt ihr auch einfach hier die APK anklicken, dann lädt die runter, dann sagt ihr installieren und dann habt ihr auf der Pico SideQuest. Ja, und das ist eine ganz normale App hier, SideQuest. Boom. Ihr kennt es von der Meta-Quest, da konnte man das mittlerweile auch direkt in der Quest benutzen. Hier geht's jetzt auch. Ich wäre allerdings noch sehr vorsichtig mit den Apps hier. Ja, hier gibt's viele Sachen, die tun so, als wenn sie schon für Pico sind aber gar nicht, ein bisschen eigentümlich. So, übrigens auch hier ist die Treadmill und da ist auch der Browser. Ja, auch hier könnt ihr das direkt anklicken. Die Seite führt euch dann aber auch zu itch.io. Da kann man das kaufen. Hier, es gibt auch schon einen PlayStation Portable Emulator. Da mache ich euch mal ein eigenes Video drüber. Das wird interessant. OpenBrush ist nämlich tatsächlich die zweite App, die auch schon diese AR-Funktionalität der Pico 4 benutzt. Die zeige ich euch auch irgendwann mal. Wollte ich nur mal darauf hinweisen, falls ihr Bock habt. Noch ist hier nicht viel los. Das füllt sich so langsam mit irgendwelchen Sachen. Und sobald da richtig interessanter Kram auftaucht, würde ich euch natürlich dann mal ein Video drüber machen, ja. Keine Panik. Ihr verpasst nichts, auch wenn ich im Urlaub bin. Vielleicht nochmal den Hinweis. Es gibt jetzt The Walking Dead Retribution im Store. Ach ja, und jede Menge neuer Kochspiele. Hier, Cooking Simulator, Lucky Fish. Ah ja. Aber Till Tomorrow sieht ganz interessant aus, das neue Spiel. Das scheint so ein nettes kleines Survivor-Ding zu sein. Ganz interessant, könnte man sich mal angucken. Color Connect ist auch neu, ist ein Puzzle-Spiel. Ja, habe ich noch nicht reingeguckt. Aber ich habe die letzten Tage wirklich sehr für Survival Nation gespielt. Da mache ich euch mal ein Video zu, wenn ich denke, dass es jetzt so weit ist, dass ich alles gesehen habe. Also ich habe schon bestimmt 5, 6, 7 Stunden reingespielt. Ich habe es auch mal im Koop schon ausprobiert. Vielleicht vorweg, ich finde nicht, dass es ein 30 € Exclusive-Titel für die Pico sein müsste. Ja, also ist ein okayisches Spiel, aber echt kein Brenner. Ich mache euch ein extra Video drüber. Und da muss ich mal gucken, ob ich über Walking Dead auch nochmal was mache. Ich wäre schon ein bisschen neugierig, denn die Quest-Version, als sie rauskam, die war ziemlich übel. Die haben sie dann aber über die Zeit jetzt, das ist ja auch erst 2 Wochen oder 3 Wochen her, schon ein bisschen gesund gepatcht. Ich bin eigentlich wirklich gespannt, wie die Pico-Version aussieht. Mal gucken. Das war's erstmal von mir, Leute. Also ein bisschen News von der Pico-Front und vor allen Dingen hier unser lustiger Webbrowser. Ich persönlich bin nicht der Typ, der sich jetzt einen Film auf die Art angucken würde, aber ich weiß, dass das viele Leute machen. Ich find's cool. Mal sehen, was da noch kommt. Ne? Also ganz spannend. Bei der Pico ist noch alles sehr frisch. Da geht's jetzt erst los. SideQuest gibt es jetzt schon und damit auch die Möglichkeit von Entwicklern, sehr viele kleine Experimente zu publishen. Coole Geschichte. So, das war's aber schon wieder. Kleiner Gruß hier von Lambongang, eine ganz kleine Insel neben Bali. Schreibt mir mal was. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich tatsächlich um ein paar Grüße von der Heimat. Wenn ihr ganz lieb seid, gebt ihr auch noch ein Like unter das Video, abonniert einfach den Kanal, um all solche geheimen Geschichten zu Pico nicht zu verpassen. Und wie gesagt, im nächsten Video gucke ich mir dann auch mal den PlayStation Portable Simulator an. Das ist ganz interessant, was man da machen kann. Und dann zeige ich euch auch mal OpenBrush für die Pico 4, denn auch die den Pass-Through schon eingebaut. Das ist eine ziemlich geile Sache. Stanzen Mutansen, Mofan VR. Immer für euch da. Ciao, ciao. Von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mofan VR.